Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute geht es endlich um Input und Output, Eingaben und Ausgaben auf Deutsch. Manche haben sich beschwert, dass meine Videotitel nicht ganz Englisch oder Deutsch sind und deswegen habe ich schon ein paar englischsprachige Anfragen gekriegt, warum ich denn das nicht reinschreibe. Deswegen Eingaben und Ausgaben, so wie es sich gehört. Okay, Eingaben und Ausgaben sind in C gar nicht so schwer. Aber wir brauchen leider auch hierfür sowas wie Pointer und deswegen kommen die erst jetzt und Arrays brauchen wir auch. Denn Strings sind ja bekanntlich Arrays. Aber dazu später mehr. Was wir als erstes machen wollen, ist, wir wollen ein Integer, also eine stinknormale Zahl von unserem lieben Gegenüber, nämlich uns, in dem Fall erfahren. Wir sagen hier einfach mal, wir wollen einen Integer, deswegen sagen wir hier oben, wir haben einen Integer und sagen hier zum Beispiel, gib mir 5. So. Okay. Und jetzt wollen wir einen Integer oder irgendwas von ihm abfragen, von unserem Gegenüber. Deswegen sagen wir hier c gleich getChar. Das ist eine gewisse Funktion, auch in stdio.h drin. Deswegen müssen wir nichts Zusätzliches importieren und sind eigentlich schon fertig. Klammer, Klammer. So. Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir können das Ganze auch als Output generieren. Wir sagen hier einfach put char Klammer, Klammer, Semikolon, wie immer, und ein C hier rein. So, das heißt, wir geben jetzt hier auch dieses C aus und wir bekommen hier auch ein C, also im Prinzip ein Integer. Okay, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, sieht das so aus. Wir haben gib mir 5 und dann wollen wir hier irgendeine Zahl eingeben. So, jetzt, wenn ich jetzt hier 5 eingebe, dann wird hier einfach 5 ausgegeben. Putchar macht das Ganze leider nicht in eine neue Zeile, deswegen müssten wir theoretisch nochmal ein printf hinten dran machen. Ihr kennt aber intelligentere Varianten dafür. Stichwort wäre print und formatiertes print logischerweise. Wenn ich jetzt aber folgendes mache, das Ganze einfach nochmal ausführe und zum Beispiel hello world eingebe, dann wird mir nur ein H ausgegeben, denn es wird nur der erste Char ausgelesen. So, und das ist natürlich jetzt semi-geil. Deswegen wollen wir das Ganze auch ändern. Übrigens, die 5 hier wurde als Char behandelt für die interne. Die 5 ist keine Zahl in dem Sinne, sondern ein Char. Wenn ich jetzt hier den Integer auslesen würde, dann würde hier nicht 5 drin stehen. Wir können es gerade mal kurz probieren, wenn ihr wollt. Wobei, nee, das überspringen wir jetzt. Back to topic, wir wollen einen kompletten String lesen, nicht nur eine einzelne Zahl. Und dazu gibt es auch eine andere Methode, oder besser gesagt Funktion. Denn wir haben hier nicht nur ein Integer c, da drin können wir logischerweise nicht so viel speichern, sondern wir brauchen jetzt ein Array, nämlich wieder mal ein String Array. Sagen wir einfach mal str dazu, denn das ist kürzer. Und jetzt wollen wir hier angeben, wie viele Zeichen können wir maximal lesen. Sagen wir mal 100, denn mehr brauchen wir normalerweise nicht, außer der andere schreibt uns jetzt einen Roman, dann ist halt Sense irgendwann mal nach 100 Zeichen. Okay, und die Funktion, die wir jetzt wollen, ist gets. Gets nimmt ein String bzw. ein Char-Array, aber ein Pointer darauf, also ein str. Wie ihr wisst, ist str jetzt der Pointer auf das erste Element von diesem Array hier oben. Und ich das hier eingebe, dann passiert eben Folgendes: Wir haben hier ein String drin stehen sozusagen. Und jetzt kann ich das Ganze auch ausgeben lassen, zum Beispiel hier mit puts. Puts macht genau dasselbe, nur dass es eben ausgibt, anstatt zu lesen. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, wo ist das Terminal? Da ist das Terminal. Dann sehen wir zunächst einmal, dass ich eine Warnung kriege. Aber Puts und Gets ist beides sehr, sehr einfach. Deswegen zeige ich euch die trotzdem, damit ihr so langsam rangetastet werdet. Und es funktioniert aber trotzdem, keine Sorge. Also wenn ich jetzt hier Hello eingebe, dann kommt auch wieder Hello zurück und mit einem \n sogar. Aber wie gesagt, es ist alt und sollte nicht mehr verwendet werden. Hier steht sogar Dangerous, das wäre nämlich nicht so toll. Deswegen wollen wir noch eine dritte Variante von dem ganzen Kram haben. Und die nennt sich scanf. Und scanf ist tatsächlich dann mal das, was wir in der Praxis auch benutzen wollen. Scanf ist im Prinzip das Gegenstück zu printf, nur halt mit lesen und nicht mit ausgeben. Scanf, Klammer, Klammer und Semikolon nicht vergessen. Und was ich jetzt hier reinschreibe, ist im Prinzip dieselbe Formatierung wie hier oben auch. Also wenn ich hier ein %s reinschreibe, will ich ein String. Wenn ich ein %d reinschreibe, will ich ein Integer. Deswegen %s
und keine Ahnung, noch ein Prozent %d hinten dran, dann kriege ich einen String und einen Integer. Aber jetzt muss ich hinten dran angeben, wo die Sachen gespeichert werden sollen. Und deswegen brauche ich ganz dringend Pointer, denn ansonsten habe ich ja nicht die Adresse, wo ich reinschreiben soll. Deswegen hier der String Pointer, da wird dann der String reingeschrieben und ein Pointer auf irgendein Integer, den ich mir noch nicht erstellt habe, da sage ich einfach mal int i dazu. So, und dieser Integer i hier, der braucht natürlich auch die Adresse dafür. Und ja, jetzt können wir natürlich auch wieder die Ausgaben machen, zum Beispiel printf deine Eingaben. Und jetzt haben wir hier ein %s, wie jedes Mal oder wie davor auch schon, und ein %d, der String und mein Integer i. So, und wenn ich das jetzt ausführe, dann sind wir tatsächlich endlich mal am Ziel. Jetzt geben wir hier irgendwas ein, zum Beispiel das hier und das da. Okay, und wir sehen, dass das hier vorne der String war und das hier hinten der Integer. Wer weiß, vielleicht lasse ich jetzt auch einfach mal das hier weg. Mal gucken, was dann passiert. Okay, führen wir das Ganze mal aus, geben jetzt einen String ein, geben den Integer ein und wir sehen, es hat es automatisch richtig gemacht. Das heißt, diese 12 hier hinten hat es automatisch erkannt, okay, das ist jetzt das ist jetzt nicht mehr der String, das ist jetzt der Integer und das hier vorne vor dem Leerzeichen, das ist der String. Und das Leerzeichen zwischendrin ist sowieso nur Bonus, der wird am Ende sowieso rausgestrichen. Ja, was passiert, wenn ich das hier mache? Dann habe ich nur meinen ersten String. Das heißt, es rechnet immer, okay, ein Wort ist ein String, okay? Das heißt, einen ganzen Satz könnte ich hiermit jetzt auch nicht machen, denn der wird mir abgeschnitten. Hier. Wobei, wenn ich das hier eingebe, dann wird mir sogar, ja, wird mir im Prinzip noch mehr geklaut. Nein, eigentlich nicht. Im Prinzip habe ich hier wieder das erste Wort, also nicht denken, dass jetzt hier irgendwie der String deswegen nicht weiterging, weil hinten dran noch eine Zahl kommt, das hat damit nichts zu tun. Das erste Leerzeichen endet sozusagen den String. Okay, ja, so funktioniert scanf. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt damit natürlich, wie immer. Ihr könnt auch in Hexadezimal irgendwie parsen, dann müsst ihr halt irgendwie sowas wie 0 Kreuz 00 oder sowas eingeben, dann funktioniert das auch. Aber das ist eher selten und deswegen brauchen wir das nicht. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr könnt damit was anfangen und habt jetzt Spaß mit den Eingaben. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.